Zum Abschluss gibt es jetzt hier noch die Psychoanalyse. Das heißt, jetzt werde ich nämlich Hospital und Childhood Home, Bad Ending, analytisch, soweit es geht, vorangehen. Deshalb auf geht's. Hospital ist eine Szene, wo nämlich Ami-chan ins Krankenhaus geht und dann dementsprechend ein Date mit Pete-chan hat. Man könnte es auch anders irgendwie betrachten oder so, dass es einfach nur heißt, okay, man muss die Medikamente und die Rezepte abholen, wie das auch so gesagt wird. Aber vieles bleibt mir nämlich auf jeden Fall da auch zu sagen, dass es nämlich auch diese Medikamente entscheidend sind, mal abgesehen von den ganzen Schlaftabletten und medizinischen Produkten, die sie da abholen muss. Wurde auch SSRI genannt. Ami kommt oft hierher, um ihre verschiedenen Tabletten und Rezepte abzuholen. Sie hatte SSRIs, stärkere Medikamente für besonders schlimme Tage, Schlaftabletten, Medikamente, die sie daran hinderten, sich plötzlich an Dinge zu erinnern, die zu schmerzhaft waren, um sie zu erinnern. Alles Mögliche. Wenn ihr die Medikamente ausgingen, müsse sie ganz allein an der gefährlichen Realität stehen. Das ist ja quasi ein Begriff für die selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Solche Medikamente werden dann für psychische Zustände oder psychische Störungen dann eingesetzt, wenn man dann eher so Depressionen von mittelschwer bis schwer, Angststörungen oder auch sogar Zwangsstörungen hat. Was bei ihr auf jeden Fall sehr auffällig ist, wenn man mal bedenkt, was da so sehr in der Kindheit erlebt wurde bei ihr, dass es dann sofort auch noch weiter zu einem Erwachsenenalter mit reingezogen wurde und das auch dann nicht richtig verarbeiten konnte, wurde dementsprechend dieses Medikament eingeführt, um quasi diese Angst zu bewältigen und das mehr so zu besänftigen. Dann habe ich noch etwas gefunden, das heißt dann Sertralin und Paroxetin. Das ist quasi dann so, dass diese Medikamente nochmal extra ausgewählt werden, wenn es nochmal noch heftiger einbringen muss, so im Sinne von, dass da welche so Flashbacks hervorgerufen werden. Dass dann eher nach diesen ganzen traumatischen Ereignisse von damals, dass es dann viel zu sehr dann an die Oberhand gewinnen würde oder so. Um das zu verhindern, gibt es wohl diese Medikamente. Man könnte auch natürlich auch sagen, man könnte auch Beta-Blocker verwenden, aber das wäre dann schon zu heftig. Das wäre nämlich beispielsweise bei Propranolol, nämlich der Ansatz dafür, dass man das so verschreiben müsste, weil das nämlich dann die ganzen emotionalen Sachen dann dementsprechend abschwächen würde, was das mit diesen Erinnerungen hervorrufen tut wiederum, dass es aber zu sehr auf diese emotionalen Ebene angreift. Das würde dann eher sagen, dass man dann da wieder normal denken tut und dann Ami-chan erwähnt doch hier in einer bestimmten Situation, dass jeder seinen eigenen Kampf zu kämpfen hätte, je nachdem, was da halt da ansteht. Hey, denkst du manchmal über die Leute nach, die du in Wartezimmern siehst? Ich finde, die ich hier sehe, sind besonders einzigartig. Jeder hier kämpft seine eigenen Kämpfe so gut er kann. Es ist hart, wenn die schlimmsten Feinde und die besten Freunde beide aus einem eigenen Kopf kommen. Fragt aber auch vorher nämlich hier, was man von den Patienten in diesem Wartezimmer hält. Da gibt es nämlich eine Sache und zwar sagt man hier so, dass es sich auch wie NPCs aufführen würden. Ich habe das tatsächlich auch live miterlebt, sowas. Und zwar nämlich, als ich in der offenen Psychiatrie war tatsächlich. Und zwar habe ich nämlich mal gesehen, wurde in dem Gang, selbst wo man da gesessen oder halt nur gegangen war. Und das Ganze war dann so, dass sie dann im Kreis halt die ganze Zeit sich bewegt hatte. Wirklich einfach nur so halt, die nämlich stand und wirklich nichts gesagt hatte. Also ich kann das jetzt natürlich nicht noch länger hier aufführen, aber es war halt so, dass sie dann insgesamt so 3-4 Mal im Gang, habe ich sie so gesehen, wahrscheinlich hat sie sogar noch länger gemacht, dass sie da rumgegangen war und nichts, aber auch wirklich gar nichts wurde sonst unternommen, auch untereinander nicht oder selbst, ne. Deshalb kenne ich das auf jeden Fall. Es kommt sehr fremdartig rüber, als wäre man so fremdgesteuert. Ja, solche Erlebnisse, man will es einfach eigentlich gar nicht so direkt miterleben, da sei ich jetzt mal ganz ehrlich, aber es passiert halt. Man merkt bei Ami-chan an, während sie die ganze Zeit redet und dann denkt, dass es dann ganz wichtig wäre, wie man das Ganze so verhalten und tut und wie auch ihre Gedankengänge sind und vor allem wie das auch sich anfühlt und so weiter,
dass es auch wirklich ernst wird an der Situation. Und auch an der Tatsache, dass sie immer mehr und mehr irgendwie daran verfällt, dass sie wohl intendieren zu dieser Angststörung hinkommt, wenn man mal denkt, dass sie erschöpfend, also auch resigniert, leise anfängt zu kichern darüber. Ich hatte nicht einmal das Recht, dem Mann hinter der Tür in die Augen zu sehen. Frei nach dem Motto, dass er versucht wenigstens das weiter noch zu unterdrücken, aber es ist halt da und man kann nicht immer das Ganze so weiterhin rosig sehen, sage ich jetzt mal dazu, ne? Gut, aber alles in allem muss man auch dazu sagen, dass ich diese Szene super fand, vor allem auch mit Pichan an sich, obwohl es natürlich der Spieler sein sollte, aber ich fand es ziemlich gut, nämlich dass es dann auch so gesagt wurde, dass es überhaupt keinen Unterschied machen würde, ob jetzt ein Date so oder so stattfinden würde, einfach, ne, je nachdem, wo man ist. Hauptsache, dass man einfach mit der liebsten Person trotzdem zusammen ist, auch wenn sie meinetwegen so eine psychische Störung haben sollte, weil das macht ja nichts von der wahren Persönlichkeit her aus oder von dem Charakter her gesehen, sondern halt eben, was man auch als Wert als Mensch hat, sondern halt eben, man ist halt nur dort, um sich behandeln zu lassen, weil nämlich eine psychische Beeinträchtigung halt eben nichts über deinen Wert als Mensch eben aussagt. Ja, ich will es aber mal hier verdeutlichen, weil es wichtig ist, das anzuerkennen, auch generell zu sehen, dass es halt eine Krankheit ist, das aber trotzdem behandelbar ist und das auch eine Akzeptanz sein sollte, nicht nur für sich selbst, sondern auch mal von anderen soweit gesehen wird und nicht einfach nur so abzuschotten und sagen, du bist einfach nur Dreck, du bist einfach nur noch Abschaum halt von der Gesellschaft. Man soll das mal zu denken geben. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, dann bitte hier mache ich ausnahmsweise die Verlinkung hin, dass es als Infokarte ist, weil das ist super wichtig, das Ganze zu wissen, weil jetzt geht es nämlich um den Childhood Home Bad Ending. Armin-chan bekommt hier es mit der Angst zu tun. Ihre Angstzustände kommen auf einmal hoch, mit der Fahrt mit dem Zug, wo sie als Kind halt ihre Zeit da verbracht hatte. Ja, das wird dann auf einmal dann ein ganz, ganz komisches Gefühl abgeben, wenn man denkt, dass es alles wieder auf einmal hochkommt, weil nämlich die Ortschaft auch nämlich ein Auslöser für ein Trauma sein kann. Und hier ist es auch das Ergebnis, was man direkt sieht. Ame ist nämlich jetzt gerade dabei, alles Mögliche, was hier oben stattfindet, einfach wieder hervorzurufen und das wirklich rapide, ohne dass man auch wirklich nur im Klaren ist irgendwie, wann jetzt auf einmal dann wirklich das Ende naht. Auf jeden Fall. Das ist halt das, was auch mit dem Bad Ending zu tun hat, dass er nämlich dann völlig psychisch gebrochen ist, wirklich zusammengebrochen ist und gar nicht mehr kann. Das hat nämlich den Grund, dass das alles zu viel wird. Allerdings wird ihr auch tatsächlich eines bewusst, was sie nämlich noch getan hatte. Und zwar einerseits, dass sie auch die ganze Zeit versucht, ihre Anerkennung und die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie momentan wohl bei ihren Eltern selbst nicht richtig bekam. Deshalb hat sie ja auch dieses Ziel vor Augen, mit 1 Million Abonnenten erreichen und dabei völlig Nummer 1 Internetengel werden. Ne? Man kennt es doch bestimmt von der Story. Aber das ist alles nur für sich selbst auf einmal Lug und Trug und man möchte das Ganze nur mit dem Geld wohl abknüpfen, mit Superchats und hast nicht gesehen. Die Leute im Internet hatten recht, als sie mich als Abschaum bezeichneten, der sich durch Anbieter, Scheiben und Lügen um Almosen bettete. Es tut mir leid, dass ich jemand schlecht über jemanden geredet hatte. Es tut mir leid, dass ich auf euch herabgesehen hatte, aber ich bin nicht der Einzige, die ein schlechter Mensch ist. Nur weil ich scheinbar ein gutes Leben mit einem Partner und Fans führe, die mich lieben, heißt es nicht, dass ich mich angreifen müssen. Da wird ihr das auf einmal so richtig bewusst, dass das alles ja nicht wirklich das ist, was sie wohl wollte oder so, weil auf einmal reagiert sie nämlich dementsprechend, so dass ihr Charakter ganz was anderes zu sein scheint. Und vielleicht kommt es einfach nur jetzt gerade zu dieser Zwistigkeit zwischen dem, hier ist dieser Trauma jetzt vorhanden und hier ist das, was sie normalerweise versucht und quasi zwanghaft beides so unter Kontrolle zu bekommen. So kann ich mir das zumindest nur vorstellen. Und leider eskaliert es komplett. Gerade eben muss sich das anfühlen, als hätte man komplett Nebel im Kopf. Man möchte unbedingt da nur raus und es funktioniert aber leider nicht das, was man wirklich nur erwartet.
Und dementsprechend wünscht sie sich nichts anderes und beziehungsweise auch nichts Sehnlicheres als jetzt ihren Tod selbst. Auf Wiedersehen und hallo zum Beginn des unausweichlichen Ende eines Traums. Töte mich, bitte. Die Räder kamen schleifend zum Stillstand. Sie sagt es auch so explizit dann irgendwie, dass sie dann völlig am Durchdrehen ist dann halt eben, wo sie dann gar nicht mehr kann. Also das ist dann, was man wirklich darunter sieht, dass sie dann alles im Klaren wird und es ist so eine Szene, wo ich mir einfach nur denke, das könnte man selbst auf mich auch wieder auch ablassen. So, vielleicht nicht komplett, aber momentan, dass einfach nur diese gewisse Form von Hoffnungslosigkeit besteht und wirklich auch keine Hilfe zu erwarten ist. Tatsächlich, man fühlt sich total machtlos. Das habe ich dann auch nämlich erst in letzter Zeit in Erfahrung bringen müssen und hoffe, dass das auch sich mal wieder legen wird, was das mal angeht. Aber ich will damit nur gesagt haben, ich kenne so ein bisschen das Gefühl von, dass man dann völlig das Gefühl bekommt, verrückt zu werden und einfach nur eine einzige Lösung sich danach sehnt, als würde es keinen anderen Ausweg mehr geben. Ja, das will ich nochmal damit gesagt haben. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt nämlich dieses Bad Ending und ja, damit endet es auch abrupt. Es ist halt so ein schwarzer Bildschirm und ja, vielleicht kann man da interpretieren, was jetzt genau da passiert ist, aber wenn man dann schon so die Aussagen hört, dann ja, wissen wir alle, was wahrscheinlich passiert ist. So, das war auf jeden Fall das, was ich jetzt nochmal kurz dazu sagen wollte. Ich hoffe, das war jetzt so weiterhin genug, weil ich will jetzt damit auch abschließen, was das Ganze angeht. Ich habe jetzt soweit gesagt, was alles nur zu sagen gibt tatsächlich. Gut, ich würde trotzdem jetzt hier einen Cut machen an der Stelle. Wenn ihr nämlich dann unbedingt wollt, könnt ihr jetzt mal so das Ganze anschauen nochmal. Oder vielleicht auch, wenn ihr das nicht gesehen haben solltet. Ich meine, eine Playlist ist auch vorhanden. Aber ja. Ansonsten komme ich hier nicht zu einem Ende, will ich auch mal dazu sagen. Deshalb glaube ich, dass ich genug da jetzt dazu gesagt habe. Wenn dann trotzdem irgendwelche Fragen sein sollten zu diesem Spiel an sich oder so, dann kann ich vielleicht noch in Erwägung ziehen, so eine Art FAQ zu machen. Aber das liegt jetzt in eurer Entscheidung. Ich sage hier für mich selber, das ist jetzt das Ende. Tatsächlich. Aber gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem jetzt noch weiterhin jetzt Spaß gemacht, das also anzuschauen. Und ja, dann sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao Leute!